hübsch hässlich. Heute wird's hübsch hässlich. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, oft bauen wir Schönes. Schöne Modulars, immer schön heile Welt, aber heute bauen wir mal kaputte Welt. Ruine, vielleicht ist da jemand pleite gegangen oder es war die Zombie-Apokalypse da. Die Chips in unseren Armen haben die Weltherrschaft an die Reichen gebracht und die kleinere Unterschicht wird immer ärmer, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände gibt und deswegen sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Ich schweife ab, Freunde. Wir bauen heute von 18 Super K oder Super 18K oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aus der The Last of World Serie eine heruntergekommene Bank, die wir so ähnlich schon mal woanders her kennen. Ich bin echt gespannt. Viele von euch da draußen haben sich diese Sets schon mal bei mir gewünscht, haben auch schon angemeldet, diese Sets bei sich mit Kobi zu kombinieren. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Was ich weiß, und das kann ich euch versprechen, Go-Brick-Steine. Und deswegen, Freunde, kommt mit mir auf meinen noch heilen grauen Bautisch und dann schauen wir uns diese Ruine einmal genauer an. Ja, Freunde, da haben wir das heruntergekommene Bankgebäude mit angeschlossenen Waschsalon von 18K Super oder Super 80K, wie man auch immer das sagen möchte, aus der The Last of World Serie, die K126 mit 2453 Steinchen ab 8 Jahren, wobei das Plus schon verheißen mag, dass hier mehr Steine drin sind. Wir sehen hier so ein schönes Endzeit-Szenario mit dem Gebäude und die weißen Flecken zeigen uns an, dass es dieses Set in Asien mit Minifiguren gibt. So, dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Da sehen wir mehr, da sehen wir die einzelnen Stockwerke des Gebäudes. Ganz lustig finde ich hier Building Blocks Aerobic Intelligence Development. Ja, was auch immer. Hier haben wir die Stockwerke und auch hier sehen wir das Gebäude wieder von vorne mit Aufklebern, die zwei Minifiguren verdecken. Und jetzt ganz schön noch oben ist dieser Spruch drauf, den wir auch an der Seite gesehen haben. Dieses Aerobic Intelligence bla bla bla. Keine Ahnung, was das so bedeuten hat. Ja, Freunde, dann sehen wir uns gleich nach dem Snap mit dem Inhalt des Kartons. Ja, Freunde, da haben wir hier einen pickepackevollen Bautisch. An den großen Nummern erkennen wir schon, es sind Go-Brick-Steine. Darüber freue ich mich. Wir haben 2 große Kartons mit einigen Tüten. Insgesamt sind es 11 Bauabschritte und wenn man es genau nimmt, 35 Tüten. Sowie 4 16x16er Plates. Wir nehmen aber eine Grundplatte. Nehme ich mir aus meinem Fundus wahrscheinlich wieder eine grüne von Lego, wobei dies hier ja die modernere Bauweise wäre, wenn man dann drunter dann dieses Modulare baut. Das machen wir aber nicht, denn ich kann diese 10 Plates gut gebrauchen für andere Projekte. Ich baue meine Modulars ja immer auf den normalen Grundplatten von Lego. Das ist der Fakt für euch. Wichtig noch die Anleitung, die hat ein bisschen gelitten, ist ganz normal gebunden, also mit Kleber. Was ich ganz gut finde, ist, dass wir hier so die ganzen Bausteps auch nochmal aufgezeichnet haben. Also die Anleitung kommt schon ein bisschen Lego-mäßig daher. Wir haben hier ein paar Aufkleber für die Holzbögen, also die Maserung wird aufgeklebt. Und dann sehen wir hier wieder typisch chinesisch. Wir legen die Steine raus und was wir bauen, wird rot umrandet, bzw. Pfeile zeigen uns den Weg. Hier sehen wir es, rot wird aufgebaut, der Rest ist dann hier schon etwas farbentsättigt. Und wenn wir es genau nehmen, haben wir dann am Ende 242 Bausteps auf 115 Seiten. Der letzte Step ist hier das Aufbringen der Aufkleber und da sind mir eben gerade die 4 16x16er Plates runtergefallen. Ja, Freunde, ich habe es euch gesagt, der Karton hier ist pickepacke voll. 242 Bauschritte. Ich nehme euch jetzt mit in den Speedbuild und freut euch auf die Fakten, meine Freunde. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und Freunde, sprechen wir doch heute mal über einen etwas unbequemen Fakt, nämlich über das Ende. Denn es gibt kein Naturgesetz, nichts was ewig währt, außer dass alles irgendwann ein Ende hat. Außer die Wurst, denn die hat bekanntlich 2. Freunde, kleiner Spaß, sprechen wir heute über Apokalypsen bzw. die Apokalypse. Und wir kennen natürlich die Apokalypse aus der Offenbarung des Johannes, aber nicht nur wir Christen haben das Thema
Apokalypse und Endzeit auf unsere Fahnen geschrieben. Nein, das gab es auch bei den sogenannten Wikingern und auch schon in der Antike und sogar im Islam. Bei den antiken Schöpfungsmythen von Assyrien und Babylonien zum Beispiel tauchen auch apokalyptische Vorstellungen auf. Im Zarathusmus Persiens wird die Idee eines Endkampfes zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis geprägt. Von dort aus drangen sie dann in den Hellenismus nach Griechenland über. Also Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis, das erinnert mich ein bisschen an John Sinclair. Und wie schon erwähnt, gibt es auch im nordischen Kulturkreis einen Untergangsmythos, und zwar Ragnarök, Schicksal der Götter. Kennt ihr vielleicht auch aus einem Marvel-Film. Und wie schon erwähnt, auch der Islam kennt das Ende aller Zeiten. Die Suren 81, 82, 84 und 99 werden apokalyptische Suren genannt, weil sie gänzlich der Beschreibung von Naturkatastrophen und weiteren spektakulären Ereignissen am Ende der Tage gewidmet sind. Ist zwar ein bisschen schwammig, was das ist, aber auch dort kennen wir es. Aber kommen wir zurück zu den Offenbarungen des Johannes, das sogenannte Armageddon, die Endezeit aller Zeiten im Neuen Testament der Bibel vorangegangen. Und das ist vielleicht für euch ganz wichtig, wenn ihr denkt, ui, ist das Ende nahe, prüft bitte, ob ihr vorher die 7 Plagen der Endzeit gesehen oder erfahren habt. Denn die stehen in den Offenbarungen des Johannes und es wird auch die Johannesapokalypse genannt, die 7 Plagen. Und das sind erstens schlimme Geschwüre an denjenigen Menschen, die das Zeichen des Tieres tragen. Da weiß ich leider nicht genau, was es ist. Zweitens, das Meerwasser wird zu Blut und alle Meereslebewesen sterben. Drittens, Flüsse und Quellen werden zu Blut. Viertens, die Sonne versenkt uns Menschen mit großer Hitze. Fünftens, das Reich des Tieres wird verfinstert. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass alle Tiere sterben. Sechstens, der Euphrat trocknet aus. Der Euphrat ist ja einer der Lebensströme oder Wiegen der Menschheit. Und siebtens, es gibt das größte Erdbeben aller Zeiten, wo Inseln und Berge vernichtet werden und großer Hagel fällt auf die Erde runter. Aber wenn wir die 7. Plage hinter uns haben, dann ist eigentlich auch Rettung nahe, denn dann beginnt der Endkampf, sogenannte Armageddon, beziehungsweise eigentlich Hamageddon, und das geht einher mit der Wiedergeburt Christi. Also, nicht über 7 Brücken müsst ihr gehen, sondern 7 Plagen überstehen. Dann kommt Christi wieder zu uns runtergefahren und dann geht zwar alles kaputt, aber danach leben wir alle glücklich und für immer in Frieden. So natürlich das Neue Testament der Bibel. Ein bisschen Sarkasmus ist dabei. Aber Freunde, ich habe euch ja gesagt, wir wollen ein bisschen über das Ende sprechen und es gibt natürlich viele Endzeit-Szenarien auch für uns Menschen. Wir erleben gerade den Klimawandel, wo viele Leute sagen, das wäre so ein Endzeit-Szenarium. Oder natürlich auch so eine Pandemie, jetzt durch das blöde C-Virus. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass wir Menschen sterben aufgrund der Tatsache der Evolution. Denn es gab ja schon viele Menschen, also Homo, vor uns. Wir sind jetzt gerade der Homo sapiens und es ist wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch wir Menschen uns weiterentwickeln und dann aussterben. Das kann natürlich einhergehen, dass wir uns als Menschen gar nicht so schnell darauf einstellen können, auf die Umweltbedingungen, die sich gerade ändern. Und vielleicht ist auch für uns etwas dabei, was uns das Leben schwer macht und ein anderer Mensch vielleicht oder Menschengattung wird dann an unsere Stelle treten. Oder wir entwickeln uns technisch digital weiter, dass wir Menschen gar nicht mehr die Menschen sind, die wir kennen. Das haben führende Wissenschaftler vieler großen Universitäten so dargestellt, dass das wahrscheinlichste Szenario eines Aussterbens der Menschheit wären, wie wir sie kennen. Was nicht heißt das Ende der Menschen, sondern der Menschheit, wie wir sie kennen. Natürlich gibt es auch noch Faktoren wie Kometen, die auf die Erde fliegen können, oder Riesenvulkane, so zum Beispiel unter dem Yellowstone Park, die ausbrechen können, die auch uns Menschen das Leben quasi beenden können oder sehr, sehr erschweren können, wie wir es kennen. Und noch ein kleiner Fakt rund um das Thema Apokalypse. Habt ihr gewusst, dass wir eigentlich auch nach führenden Wissenschaftlern, dass wir in einer Postapokalypse leben? Ja, denn führende Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass der Fall von Tenochtitlan,
also die Eroberung des heutigen Mexikos durch die Konquistadoren und das damit einhertretende Massensterben oder quasi die Ausrottung der indigenen Bevölkerung in Südamerika man als Apokalypse bzw. apokalyptischen Ausmaß benennen kann. Und das, was wir heute dort erleben, nennt man wohl in vielen philosophischen und wissenschaftlichen Kreisen die moderne Postapokalypse. Was hier auch ganz wichtig ist, auf eine Postapokalypse muss nicht immer eine dystopische Zukunft folgen, sondern kann ja auch etwas Neues herauswachsen. Und ich glaube kaum, dass ein Argentinier oder Brasilianer sagt, dass er schlecht lebt, sondern das ist eine, ja, nicht Wendung zum Guten, aber auch keine Wendung zum Schlechten, sondern es wächst aus etwas Schlechten, kann auch immer etwas Gutes wachsen. Passend auch, wie ich gerade gesagt habe, Vulkane. Die Vulkanasche ist ja auch immer ein guter Nährboden. Das war jetzt etwas wissenschaftlich und etwas philosophisch. Ich verlinke euch die Quellen unten im Video. War mal ein etwas anderes Faktenzeitchen. Euch jetzt aber viel Spaß bei dem Apokalypse-Gebäude. Hier die schrottige Version der Brickbank. Ja, Freunde, 5,5 Stunden später ist sie fertig. Unsere Apokalypse-Bank, die K126 von 18K Super oder Super 18K The Last of World. Ich würde sagen, das Mock von der 10251 von der Lego Steinebank, beziehungsweise das Mock vom Mock. Und wenn ihr damit fertig seid und ich damit dann fertig bin, irgendwann haben wir quasi ein Mock vom Mock vom Mock. Es ist ein cooles Set, sieht anders aus, als man es kennt, weil es halt, wie ich im Intro gesagt habe oder im Intro-Gag, hübsch hässlich daherkommt. Man kann erkennen, das original grundlegende Set, das Mama-Set, aber es sieht halt trotzdem schön abgeranzt kaputt aus. Ich werde daraus eine Baustelle machen. Es könnte in Detroit stehen, Chicago, apokalypsemäßig in den Computerspielen, die grundlegend beim Gedanken sind von diesem Set. Oder bei Walking Dead. Ach, ihr wisst selber ganz genau, es gibt viele, viele Szenarien, wo dieses Gebäude stehen kann. Der Bau ging super einfach von der Hand. Wie gesagt, 5,5 Stunden. Dann waren wir damit fertig. Wir haben das schön durchgezogen, wie sich das gehört an einem Wochenende. Spaß gemacht zu bauen hat es. Ich habe euch ja nur gesagt, dass wir hier keine dieser 4 16x16er Plates genommen haben, sondern eine grüne Lego Base Plate, was ein bisschen blöd ist, weil so schimmert es hier durch. Es sieht aus, als wenn von unten der Rasen durchkommt, beziehungsweise vielleicht der Schleim, wie man es bei Ghostbusters kennt oder so. Also das ist vielleicht gar nicht so ideal. Wenn wir gleich von innen gucken, seht ihr es auch. Aber ich bin nun mal Fan dieser Lego grünen Baseplates und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil ich die bei fast allen anderen Gebäuden auch so habe. Ja, schauen wir mal kurz von der Seite. Nicht spektakulär. Wir sehen halt hier schon einige Bautechniken. Wir haben hier oben grün, wir haben hier blau, was daran geschuldet ist, dass wir im Original ja hier auch einen Waschsalon haben, beziehungsweise hier einen kaputten Waschsalon, denn wir haben die Waschmaschine eigentlich hier vor der Tür stehen. Es könnte auch Sperrmüll sein und was das hier ist, ja, das weiß ich gar nicht so genau. Wie gesagt, ich stelle euch nochmal die Lego Brickbank vor, dann wissen wir es. Ist das eine Bombe? Ist das ein Trockner? Ist das ein... Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Die Lego Brickbank stelle ich euch ja noch einmal vor. Liegt aber auch hier, könnte auch das Innenleben einer Waschmaschine sein. Also es ist auf jeden Fall der Sperrmüll draußen vor der Tür. Hier sehen wir auch den Fronteingang, der wird einfach nur so platziert hier von dem Waschsalon und der Rest ist hier mit Brettern zugenagelt. Die Bretter sind die Aufkleber im Set. Ich hole mal ein Brett raus. Hier machen wir mal 2 ab. Brauche ich lange Finger. Nehme am besten das lange Brett, damit ihr mal seht, wie diese Aufkleber gemacht werden. Man nimmt nämlich einen Aufkleber, der oben eine Folie hat, dann drückt man den drauf, diesen Folienträger, und zieht ihn ab und hat dann diese Maserung auf den Fliesen. Es sieht ganz gut aus, es sieht nämlich wirklich nach Maserung aus, aber wie ihr hier ein bisschen am Vorne seht, ja, ich habe es nicht genau getroffen und hinten sind sie auch bei mir eingerissen. Also müsst ihr echt aufpassen, das ist wirklich nichts für Kiddies. Helft euren Kindern da, wenn ihr das mit denen zusammen baut. Ja, hier haben wir auch nochmal, damit ihr seht, da steht es ein bisschen über, aber sonst sieht es ganz cool aus. Also hat man wirklich so einen Baumrinde-Effekt. Das kommt cool rüber. Wenn Sticker, dann so. Wobei ich die jetzt bei Lego oder woanders jetzt auch nicht so bräuchte. Es ist mal ganz cool, aber ich kann eh nicht gut Sticker aufkleben. Aber das Thema Sticker ist ja eh so eine endlose Diskussion.
Manchmal freue ich mich, manchmal denke ich mir, um Gottes Willen. Da bin ich ambivalent, wie jeder von euch auch wahrscheinlich. Ja, hier vorne diese rausgebrochene Fassade, die ist hier sogar festgemacht mit einem Brick Modified. Wird einfach hier oben aufgenoppt. Sieht aber auch ganz cool aus, gerade mit diesen schönen Mauersteinen. Richtig cool. Und auch hier mit diesen Barren. Also wirklich toll und vor allen Dingen, dass wir es hier auch wirklich fest aufnoppen können. Und dann fliegt das nicht rum, wenn wir unser Set mal verschieben. So, zack. Da liegt das kleine Frontpanel. Hier haben wir eine noch kaputte Lampe und dann hier ja auch die Rückseite des Untergeschosses. Ja, schauen wir rein. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden, nicht für die Endoskopkamera, weil wir sehen eh nicht viel. Jetzt muss ich aufpassen. Wir haben ja hier draußen noch den Sperrmüll. Den müssen wir zur Seite packen, nenne ich ihn mal jetzt einfach. So, da auch, zack, zack, dass wir reingucken können. Wir sehen nämlich hier, unten sehen wir quasi das Foyer der Bank. Wir sehen die alten Gerätschaften, aber der Tresen ist halt schon auseinandergebrochen. Wir sehen hier unten Modats schon ein bisschen. Das Grün leuchtet jetzt hier durch von meiner Baseplate. Wir haben aber trotzdem auch so ein Lime Green da und blaue Fliesen. Und hier unten liegt dann auch schön, wir können ja die Treppe wegklappen, das kennen wir auch von der Lego Bank, sehen wir auch den Kronleuchter. Der liegt da einfach so drin rum. Könnte ja wirklich in einem verlassenen Lost Place auch so sein. Hier der Kronleuchter. Sieht auch aus wie eine intergalaktische Raumstation im Mini-Format. Aber kennen wir ja die Bautechniken. Also wenn man das ein oder andere Modular gesehen hat, dann kann man diese Bautechnik so ein bisschen erahnen. Schön Laserschwert und Fernglas bzw. Laserschwert. Ja, so, packen wir auch wieder hier rein. Wir haben hier schon mal den Waschsalon hier vorne. Da können wir eine Waschmaschine erkennen und haben auch hier diesen Kippmechanismus für die Geldwäsche aus dem bekannten Lego-Häusle. Hier kann man nämlich dann diese Klappe benutzen mit einem Soundelement. Und hier sehen wir ja auch das Technikelement für diesen Mechanismus. Und ja, hier den leeren Tresorraum. Und das war's schon. Wir haben hier viele bunte Steinchen, aber ja, es kommt wirklich sehr leer daher. Es hätte vielleicht noch ein bisschen was kaputt sein können für wirklich Apokalypse oder man hätte noch ein paar Graselemente oder sowas reinpacken können. Vorne nochmal hier ein bisschen schön, hier oben das Glas, das kommt noch ganz cool daher, kaputt, aber auch da haben wir nichts hier drin liegen. Ganz im Gegenteil, ist es sogar ein bisschen von den Bautechniken hier so ein bisschen fragil. Die Fassade kippt uns hier nach vorne schon ein bisschen weg. Dann aber wiederum haben wir hier die Lampe noch hängen. Also es ist irgendwie immer so ein bisschen nah am Original und dann doch irgendwie nicht. So, dann haben wir hier natürlich das erste Stockwerk, das auch genauso leer daherkommt. Nämlich da oben ein Schreibtisch mit Noppenaufnahmen bzw. Jumper Plates. Wir haben den Kamin, der ganz schön aussieht und auch hier den Slotter, den Kaminschacht, der bis unten ja durchgeht, weil das ja eigentlich der Zugang ist für die Geldwäsche auch. Dann haben wir hier oben den Schreibtisch, wo eigentlich der Chef sitzen würde. Ganz schön gemacht, der ist noch da. Und wir haben hier, und das ist eigentlich das Highlight, dann die kaputte Fassade mit diesen vielen Transclear-Steinen. Über die Steine kann man wirklich nicht meckern, außer bei den Fliesen hier oben, die ein bisschen matt daherkommen. Sonst sind eigentlich alle Steine ziemlich gut. Also matt und ein bisschen zerkratzt, aber das zeige ich euch gleich beim Dach. Ja, schön tan, schön weiß und hier ein bisschen grün. Und da seht ihr vielleicht ein bisschen, dass manche Steine leicht angeschabbert sind, aber sonst sind das die guten, gewohnten Go-Brick-Steine. So, wir noppen das wieder auf. Wir haben halt hier typisch Modular ein paar Noppen, wo wir es aufnoppen können. Oben dann irgendwie zu wenig, das zeige ich euch gleich, das gefällt mir nicht so gut. So, 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 passt, wackelt und hat Luft. Oben hier dann auch nochmal diesen Zugang, der bis unten durchgeht, zeige ich euch gleich. Und diese Fassade angelehnt halt an das dänische Original bzw. an das Mock. Ich wiederhole mich da. Schön hier auch die kaputten Scheiben, dieses Ornament, der Stuck rundherum und hier dieser Flaschenzug. Also das ist schon schön gelöst, liegt aber auch natürlich am Ursprungsdesign und hier die Konstruktion von unten plus hier die Oberlichter, die wir halt auch so klappen können, einfach weil sie auf Hinges sind. So, jetzt noppen wir es mal auf und wir sehen hier, sind mir zu wenig Noppen, nämlich wir haben nur hier auf der Seite 4 Noppen, vorne haben wir nichts. Das kann man auch noch umbauen, das gefällt mir nämlich nicht so. Und dann haben wir hier das Gebäude von der Seite und ihr seht, hier vorne haben wir dann nichts. Also es
wackelt schnell runter. Das kann man umbauen, das werde ich auch noch umbauen, weil dann hat man auch hier so ein Gap, das gefällt mir nicht. So, also nochmal von hinten, hier von der einen Seite mit den ehemaligen Waschsalon, möchte ich mal behaupten, oder nicht behaupten, es war ja so, und hier die kaputte Bank. Und jetzt zeige ich es euch nochmal von oben. Vorsichtig, damit es nicht auseinanderfällt. Da, und da sehen wir halt dann den Durchgang bis nach unten, wo halt auch, ja, wenn ihr Left 4 Dead spielt, vielleicht ein Oberzombie rauskommen könnte oder der Weihnachtsmann, wobei, wen will der hier beliefern? Egal, ja Freunde, ein schönes Set, was einen nach Gedanken schreit, das sagt, mach was mit mir, mach irgendwas, Bauarbeiter, Zombie, Aliens, wie auch immer, da könnt ihr eure Gedanken freien Lauf sprießen lassen. Da hat der Designer einen richtig guten Job gemacht. Und es hat Spaß gemacht zu klemmen. Wie gesagt, es waren 5,5 Stunden, waren wir fertig. Die Anleitung, da brauchen wir nicht drüber reden. Die ist gut, die ist fast so wie von Lego. Also natürlich typisch chinesisch, ein paar mehr Bauschritte. Und dass wir hier schön alles ausgegraut sehen, was schon gebaut wurde. Beziehungsweise, dass wir hier auch, und das ist das Beste natürlich, diese Bauabschnittstüten haben. Aber auch noch ein bisschen schade ist, dass wir nur so wenig Steinchen über haben. Ich hätte gerne ein paar mehr Steinchen über gehabt. Irgendwie bei der Preiskategorie erwartet man ein bisschen mehr. Was wir dabei hatten, waren noch so 2 Rucksäcke, die wahrscheinlich für die nicht im Set enthaltenen Minifiguren wären. Ja, Freunde, 10 Minuten labert der Onkel jetzt schon wieder. Wird Zeit, dass wir das Review beenden. Und dann freue ich mich gleich, euch nochmal in die Augen zu schauen. Hey, da bin ich schon wieder mit quasi Speedbildzeit ist Faktenzeit 2.0, auch wenn das hier kein Speedbild ist, sondern ihr nur Impression des Gebäudes K126 von Super 80K seht, möchte ich euch aber noch mal darauf hinweisen, dass das Ende wirklich nahe ist. Denn in etwa 5 bis 7 Milliarden Jahren ist der gesamte Wasserstoffvorrat der Sonne verbraucht und dann bläht sie sich auf und wird zu einem roten Riesen, weil sie dann rot leuchtet. Dabei schluckt sie Planeten wie Merkur, Venus und auch unsere Mutter Erde. Am Ende besteht sie dann fast nur noch aus Helium. Hört sich bestimmt lustig an, die Sonne spricht dann sehr hoch. Wenn das noch nicht unser Ende war, dann ein paar Milliarden Jahre später, wenn nämlich unsere Milchstraße mit der Nachbargalaxie Andromeda kollidiert und dann zu einer Mischgalaxie wird, da wird es wahrscheinlich den ein oder anderen Auffahrunfall geben und dann ist Ende. Also Freunde, das Ende kommt jetzt hier auch bei diesem Video. Viel Spaß jetzt bei meinem Fazit. Hey Freunde, da bin ich nochmal. Ganz wichtig, unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal ein paar Links, nämlich zum Designer. Ich finde, die Grundidee muss unterstützt werden und zum Set im Shop. Ja, Freunde, da ist das Ende nahe, also das Ende dieses Reviews. Ich hoffe, das eigentliche Ende, wie in meinen Fakten erwähnt, dauert noch ganz lange. Und dass wir alle noch viel Spaß auf dieser Erde haben mit viel Klemmbaustein und mit der schönen Mutter Natur. Ja, das Set hat Licht und Schatten. Ich habe es euch eben gerade im Review ja schon gezeigt. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass wir hier diese komischen Aufkleber-Transferfolien haben, die eigentlich total gut sind, aber ich kann es nicht. Das ist der Punkt. Bei mir haben die überall rumgeflotet, hier diese Folien. Hier sind sie auch, da klebt auch noch eine. Also das ist nicht meins. Es ist natürlich, wenn man Sticker hat, die beste Wahl, aber ich kann es einfach nicht. Habt ihr ja auch gesehen. Dann finde ich es natürlich gut, dass dieses Set den Grundgedanken des Ursprungssets noch widerspiegelt, aber für mich ist es einfach nichts, wie hier am Karton schon angedeutet, für eine Endzeit. Ich bin da nicht so der Freund von. Ich würde es auch nicht neben ein Kobi-Set stellen, weil dieses Design ist halt amerikanisch. Aber wenn man es in eine City stellt und packt einen Kran daneben oder Bauarbeiter oder Feuer, gerade die neuen Lego City Sets oder auch die alten haben ja oft viel Feuerwehr und diese Flammenelemente, die stellt man hier rein und hat man eine brennende Bank. Das finde ich ziemlich cool. Was mir auch nicht gefällt, sind natürlich diese 16x16er Viereckchen. Ich mag natürlich die normalen Baseplates. Es ist modern, dass man auf diesen Platten baut und sich darunter ein Fundament modular baut. Das ist okay. Ich bin ja noch oldschool, deswegen die grüne Platte, auch wenn, wie erwähnt, die grüne Platte hier bei mir nicht so gut wirkt, weil es aussieht, als wenn von unten der Schleim kommt, wie bei Ghostbusters 2. Was aber auch eine Alternative wäre. Vielleicht spukt es hier drin. Also das sind so meine Sachen, vielleicht neben dem Ghostbusters Headquarter oder halt eine Baustelle, ein Brand, irgendwie sowas.
Apokalypse ist nicht so mein Ding, beziehungsweise Zombie ist nicht so mein Ding. Ich bin auch bei Walking Dead irgendwann ausgestiegen und auch The Last of Us, der grundlegende Gedanke für dieses Set, habe ich nie gezockt. Trotzdem ein tolles Set an sich, weil wir Go-Brick-Steine haben, weil die Grundidee da ist. Ich habe euch ja versprochen, ich werde euch die Mutterbank auch nochmal vorstellen, weil dann hat man mehr Spaß. Diese angedeuteten, übernommenen Play-Features sind zwar ganz nice, aber man möchte sie doch mal in echt sehen und stelle ich euch auf den Kanal auch vor. Sie ist im Zulauf, also keine Angst. Also an sich ein cooles, tolles Set, weil man viel mehr mitmachen kann. Es ist das, was Klemmbausteine an sich ja bieten, nämlich einen Platz für Fantasie. Und wenn ihr daraus Zombie macht oder die Überlebenden der Alien-Apokalypse oder, das bleibt ja euch überlassen. Und das ist dann schön, dass so ein Set da den Grundgedanken für bringt. Deswegen auch super cool, dass es das gibt. Da freue ich mich auch drauf, auch wenn es bei mir ein bisschen langweiliger Baustelle oder Brand wird. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr euch vorstellen könntet mit diesen Sets aus der The Last of Us Serie. Da gibt es ja noch mehr. Wo würden die bei euch stehen? Würdet ihr da auch Endzeit-Szenarios mit darstellen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und dann, wie immer, Freunde, danke, dass ihr mich begleitet auf diese Reise. Bleibt gesund. Hoffentlich habt ihr keinen Zombie-Pilz oder sowas bei euch im Organismus. In diesem Sinne, bleibt gesund. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.